Moin und hallo aus Bielefeld. Moin. Heute nehmen wir den Hymer MLT 580 unter die Lupe. Der neue, mit neuem Innendesign. Aber was uns heute interessiert, ist er nur schön oder kann der auch was? Wie zeigt sich der Hymer MLT in der Praxis? Ihr seht schon, es geht um den neuen Hymer MLT in der Allrad-Version Modelljahr 2024. Nur schön, kann der auch was? Kommen wir mit dem Wagen klar? Wir fahren ja einen Hymer MLT. Wie sehen wir hier Gesichtspunkte wie Stauraum, Nutzbarkeit des Bades? Ist das praktikabel? Kommen wir in der Praxis damit klar? Das nehmen wir heute unter die Lupe. Viel Spaß dabei! Viel Spaß! Als erstes muss ich ja testen, passt mein Orange hier rein? Ich würde sagen, gut, ne? Was haben wir hier? Schieferoptik mit Bambusholz kombiniert. Also der Tisch ist schon mal richtig schick geworden. Der ist sehr schick. Bambus, ne? Ja, das ist Bambus. So, ich hänge mein orangefarbenes. Ich habe hier noch keine Haken, ihr seht hier schon, ist eine Schiene, hier könnte man jetzt die Haken reinmachen. Ja, da gibt es Zubehör, ne? Da gibt es Zubehör und dann kann man hier auch sich die Geschirrhandtücher aufhängen oder hier. Ganz klar. Du, das Zubehör, das geht ja so weit, da bekommst du auch so einen Rollenhalter, ne? Für diese Küchentücher, Haken gibt es dafür, alles Mögliche. Alles. Der erste wichtigste Punkt für mich ist natürlich, ich bin ja ganz verzweifelt. War ganz verzweifelt mit unserem Hymer MLT 580, den wir mal hatten. Und da wir im Fahrzeug leben und ich gerne koche, habe ich wirklich manchmal die Krise gekriegt und was Tür und Oberschrank angeht. Das funktioniert jetzt gut. Da hat uns immer gestört, dass die Badezimmertür mit den Schubladen und auch vor allem mit dem Oberschrank kollidiert. Ja? Die Badezimmertür ging in die andere Richtung auf, also das heißt hier nach vorne, Genau, stand hier vorne im Raum und nichts ging mehr. Genau. Und wenn du hier arbeitest, du hast nicht viel Ablagefläche und bist hier am Schnippeln, möchtest im Bad schnell irgendwie was abwaschen gehen, das war eine reine Katastrophe. Und ich dachte irgendwie, wenn wir das Fahrzeug noch länger fahren, sieht das nicht gut aus danach. Dann kommt Nora mit der Kettensäge. Genau. Und da hat Hymer auf uns Camper gehört. Also wir sind ja nicht die Einzigen, die es gestört hat. Da gibt es ja noch die ganzen Foren und ich habe keine Ahnung was. Also das haben sie geändert. Das finde ich gut. Aber ich bin gleich jetzt als erstes bei der Küche. Mir ist nämlich noch was aufgefallen. Die Arbeitsplattenverbreiterung hat sich ein bisschen vergrößert. Und jetzt brauche ich mal ganz kurz, wo habe ich meine Handtasche? Das ist ja doch etwas anders als bei uns. Mein Maßband. Ich habe mir die Maße nämlich mal aufgeschrieben. Bei unserem, wo ist es denn jetzt? Da? Wo ist es denn jetzt? Da. Oh, ich hätte es mir ja gleich mal bereitlegen können. Ach, Kinders Handtaschen. Doch, Mann, ich kann da nicht reingucken. Moment, ich hab's. Da. So, das ist echt der Hammer. So, also Handtasche passt hier oben schon mal richtig gut rein. Das ist natürlich gut. Und jetzt messe ich das mal aus. Ich denke, von der Breite ist da nicht viel. 30 mal 34. 30 mal 34. Riesenhaft geworden. Riesenhaft geworden. 30 mal 34. Oh, wir haben 29 mal 26. Na gut, ist gewachsen, ne? Sie ist etwas gewachsen, das ist schon mal was. Doch, macht auch einen ganz guten Eindruck. Das muss ich ja zugeben. Ach, Küche. Ich freue mich natürlich ganz besonders, dass sich das Waschbecken verändert hat. Oh, das ist groß geworden, Ja. sehr groß. Rund, ich kann auch mal die Teller drin liegen lassen, mache den Deckel drauf, ja, kann die Teller stapeln und man sieht es nicht, ich habe keinen Bock zum Abwaschen. Ja. Und das funktioniert gut. Kannst dein Geschirr verstecken, dein schmutziges, ne? Ja. Und wäscht dann am nächsten Tag ab. Genau. Ich habe nur einen kleinen Kritikpunkt hier. Die Kante. Die Kante. Ja, habe ich schon gesehen. Da muss man vorsichtig sein. Ne? Ich bin am Abwaschen hier. Ist das nicht geschützt, diese Kante? Also diese Beschichtung, die hier vorhanden ist, die ist nicht geschützt. Sie ist jetzt nicht scharfkantig, dass ich mich daran schneide. Nein, aber sie könnte Blessuren bekommen.
Ja, die Kante neigt dazu, dass für Ablatzung. Ja. Ne? Sie könnte Ablatzungen Ja. bekommen, die Kante. Ja, da muss man vorsichtig sein. Ja. Ganz klar. Schick ist es allemal. Ja, aber natürlich. Jetzt haben wir hier die Fliesen in der Ecke. Ich muss nicht hinter diesem dämlichen Wasserhahn, der da immer ist. Da sammelt sich beim Abwaschen das Wasser. Und dann muss ich danach putzen, wischen, machen, tun, dass mir das nirgendwie da stehen bleibt oder unter die Armatur rutscht. Hm? Weißt du, was mir auch aufgefallen ist bei diesen anderen Armaturen, die so von unten kommen? Da läuft ja immer ein bisschen Wasser runter. Und dann hast du da praktisch an dieser Kante, bei den stehenden Armaturen, hast du immer eine Bildung von Rückständen, also sprich Kalk und solche Geschichten. Das entfällt natürlich durch die Installation komplett. Ja. Mir fällt aber auch was auf. Ja. Es ist ja nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Ja. Guck mal, was jetzt hier wieder verbaut wurde. Ach nein. Das sind diese Plastenippel da unten. Sie sind fester. Sie sind jetzt nicht mehr so weich wie früher. Ja. Ja, sie sind härter. Sie sind stabiler. Ne? Ja. Da haben wir noch die Gumminippel und diese Gummis, die brechen immer auseinander. Ja. Die lösen sich halt auf und dann läufst du hinter diesen Gummis her. Ne? Ja, sie sind wirklich Das fester. ist besser geworden sogar. Dann habe ich mehr Abstellfläche, habe ich das Gefühl. Der Herd hat hier auch so eine, der ist auch irgendwie anders. Mensch, jetzt habe ich das gar nicht. Ich kann hier was abstellen, ich kann hier was abstellen, ich kann hier was abstellen, ohne dass ich, ja, wenn ich es eckig habe, hier hatte ich die Kante, das war etwas schmal, da habe ich jetzt auch ab und zu mal was hinstellen können. Aber das finde ich natürlich nicht schlecht. Und wenn ich hier mehr Schälchen hinstelle oder Kochlöffel, decke das ab. So, jetzt decke ich das wieder ab. Jetzt Bertel rennt permanent rein und raus. Ich mache mir die Tür auf. Das finde ich jetzt gut. Eine schöne ebene Fläche. Und ich kann hier zum Abwaschen gehen. Von Zeig mir Tomaten, doch nochmal Paprika. diese Abdeckung. Dreh die mal bitte um. Ja. Wenn ich diese Abdeckung umdrehe, habe ich hier ein Schneidbrett oder Schnippelbrett. Und weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Dann Wenn ich erzähl. so reinlege, sitzt es besser, als wenn ich die Oberfläche nach oben mache, dann wackelt's. Das heißt, während der Fahrt hast du Klappergeräusche. Genau. Also, aufgepasst, das klappert nicht während Das ist der besser. Fahrt. Ja. Das ist viel besser. Ob das Ganze während der Fahrt, zum Beispiel auf dem Feldweg mit dem Allrad, ob das dann da halten wird, das wird man sehen. Ne? Das zeigt sich dann in der Praxis. Das zeigt sich in der Praxis. So, Wasserhahn haben wir. Hier könnt ihr alles Mögliche aufhängen. Hier haben wir 2x230 Volt. Brauchen wir ja auch hier in der Küche. Ne, da hat Hümer ja noch nie gespart. Ne? An Steckdosen, Beleuchtung, solche Dinge, die waren ja immer reichlich vorhanden bei den Fahrzeugen. Oder sind ja immer reichlich vorhanden bei den Fahrzeugen. Genau. Oberschrank, hier habe ich schon mal 2 Weingläser reinbekommen. Hier ist eine Kaffeemaschine, also Platz ist hier drin. Und alles ist hier ausgelegt mit Filz. Genug Platz im Oberschrank und ganz neu bei Hümer Softklos. Ist das hier auch? Ja, es liegt so knackig drin. Hier. Mit Filz. Die Schränkböden sind alle mit Filz ausgelegt, Nora. Ja, Habe ich gesehen, gerade in der Küche. ja. Das ist gut. Das ist gut. Gut gemacht. Da oben sieht man ein paar Steuerelemente. Dometic ist für den Wechselrichter. Rechts ist die Truma-Steuerung. Jetzt sagen bestimmt einige von euch, ja Mensch, wenn ich da Wäsche vorlege oder Bücher oder Kram, komme ich ja gar nicht mehr ran. Braucht ihr auch gar nicht. Wir haben ja hier im neuen Hümer 2024 ein Touchpanel. Hümer nennt das Smart Control. An diesem Touchpanel könnt ihr euch alles anschauen, was euren Wagen betrifft. Die Füllstände, Batteriefüllstände, Wasser, Abwasser, da ist eine Menge drauf. Und das Ganze findet ihr dann auch über die App auf dem Handy wieder. Ihr könnt also euren Wagen sozusagen fernsteuern. Das habe ich mir gestern mal angeschaut. Und da gibt es eine Einstellung, die finde ich total interessant. Wenn du hier auf Beleuchtung gehst, dann kannst du die Helligkeit einstellen. Das leuchtet mir ja noch ein. Ne? Hell und dunkel. Und was ich noch nicht gesehen habe in einer anderen Steuerung bei einem Wohnmobil, du kannst sogar die Lichttemperatur einstellen. Guck
Guck mal hier. Hast du den Schein mit drauf? Mhm, jetzt. Guck mal, jetzt wird es kühler. Ja. Ne? Jetzt ist es weiß, also kaltweiß. Ja. Und dann gehst du wieder runter, wenn man den richtigen trifft. Jetzt wird's warmweiß, Und ja. jetzt wird es Ja, jetzt. Und jetzt wird das Licht warmweiß. Ja. Coole digitale Welt heutzutage. Ja, ne? für jeden was dabei. Genau. Hast du die Fahrzeugdetails, Elektrizität, Chassisinfo. Ne? Du bekommst ja sogar über deinen Sprinter Infos. Ne? Kilometerstand, Wischwasser, Dieselfüllstand zeigt er dir sogar an, AdBlue-Füllstand. Das finde ich schon echt krass, Nora. Ja, Dieselfüllstand ja nicht schlecht. Dieselheizung. Ja, serienmäßig, ne? Serienmäßig. Ihr könnt aber auch eine Gas-Warmwasserheizung bekommen. Ja. Mit Fußbodenheizung. Mit Fußbodenheizung und Ja. auch Bodenbeheizung in der Garage. Stimmt. Genau. Ja. Alles Ja, Warmwasser. genau. Das ist das sogenannte Actis-Paket. Actis-Paket. Coole Geschichte, Ja. ne? Für Nordlandfahrer. Genau. Schubladen. 2. 3. Besteck. Alles drin, alles dran. So, das ist Schubladenbeladung 15 Kilo. So, warte mal. Steht hier auch irgendwas dran? 15 Kilo. 15 Kilo, 15 Kilo, 15 Kilo gegenüber dem alten, da waren es 3 Schubladen, auch jeweils mit 15 Kilo Beladung. Hier haben wir noch ein kleines Mülleimerchen. Einstellen könnt ihr die Schubladen hier, indem man Die Kappe abnimmt. die Kappe abnimmt. Dort kannst du die Schubladen einstellen, damit das Spaltmaß auch passt. Ne? Genau, und je nach Beladung Justieren. Ich habe das Wort gesucht. justieren, Justieren genau, kannst du die jetzt haben wir Schubladen. es. Jetzt haben wir es so wieder dran. Also das ist praktisch. Und wo du schon bei technischen Daten bist, ne? Da habe ich doch glatt gelesen im Prospekt. Der Mülleimer in der Tür hat ein Fassungsvermögen von 8 Litern. Ja, auch hier Soft Close. Nee, ist zu. Und jetzt Zu, ja. Alles klar. Praktikabilität. Ne? Ist ja so auch mein Thema heute. Deine Frage. So, ich frage mich, Wie lange die Laschen halten. wie lange die Laschen halten und ob ich ohne die Laschen klarkommen würde. Nein, kommst du nicht. Komm ich Kommst du nicht. nicht. Du kannst hier nicht ziehen. Nee. Wir kennen ja das klassische Pushlock und das Ja. hat ja eine Kerbe unten. Ja. Ne? Eine Auskerbung. Hier kannst du ja nicht ziehen. Nee. Du brauchst die Lasche. Ich brauche die Du Lasche. brauchst die Lasche. Ich finde sie praktisch, Nora. Natürlich ist sie praktisch. Natürlich ist sie praktisch. Ja, gut. Ja, aber ich habe das Volumen nicht. 156 Liter. Woher ist denn das? 154. Wirst. Kühlschrank darf natürlich nicht fehlen. Wir haben hier den Tower-Kühlschrank, schmal und hoch, beidseitig zu öffnen. 154 Liter Kompressorkühlschrank. So, was haben wir da drin? Wein und ein Eisfach. Das geht jetzt wie auf. So Ach geht du, das auf. ist das auch beidseitig? Ja, ich habe zu öffnen? gerade mich auch gefragt. Tatsache, das ist auch beidseitig zu öffnen. Okay. Gut, geht. Wenn du einen Kompressorkühlschrank verbaut hast, dann hast du auch keine Außenlüftungsgitter. Ja. Beim Absorberkühlschrank hast du Außenlüftungsgitter zur Be- und Das Entlüftung. stimmt. Das entfällt. Ja, Und dadurch hast du natürlich eine viel schönere Außenansicht. Ja. Ne? ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, das. Zu ist zu. Zu ist zu. Viel Schwarz dominiert hier, ne? Schwarztöne. Ja. Gefällt mir persönlich besser als Chrom. Ja. Aber das ist ja wie alles eine Geschmackssache. Praktikabilität. So, da wir ja noch den älteren Style fahren oder den älteren Stil, den Barock oder wie sagen wir immer? Ja, Barock. Barockstil. Eiche Barock. Eiche Barock. Und doch Bedenken haben ab und zu mit der Folierung,
Empfindlichkeit, Kratzempfindlichkeit, das geht ganz schnell. Ich glaube, das hier ist etwas besser. Wirkt nicht so kratzempfindlich. Ja, die Haptik, Ja. die Oberfläche. Ja. Ja. Das wirkt nicht so kratzempfindlich. Ich glaube, das ist robuster. Ich glaube, das ist robuster. Naja, was du an der Tür schon siehst, ne? Hümer verwendet immer qualitativ hochwertige Beschläge. Ja. Und da oben, das ist auch ganz klassisch gelöst, die Zwangsbelüftung, B- und Ja. Entlüftung. Ja. Die findest du einmal über dem Tower hier, über dem Kühlschrank im Dach, und im Badezimmer ist es genauso. Und auch hinten in der Garage sind Zwangsbelüftungen. Ja. Da hat Hümer schon immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass Ja. die Wagen durchlüftet werden. Ja. Schränke, Ja. Oberschränke. Hinterlüftete Möbel, ne? Das ist Genau. ein Stichwort. Ja. Mensch, jetzt habe ich ihn ja schon wieder zugemacht. Stauraum groß. Ein Ja. großer Stauraum überm Kühlschrank. Und was ihr jetzt auch noch zusätzlich ordern könnt, wer möchte, Stauraum entfällt dann, ein Backofen Ja, überm bekommst einen Kühlschrank. Backofen rein, ja, klar. Ich frage mich nur, gut, ich bin klein. Ich bin klein. Wir sind ja hier übrigens in dem mit dem XXL-Wert, da kommen wir aber später dazu. Das heißt also für größere Menschen, Ja. die sind dann größer und die können dann auch sehen, ist die Pizza fertig? So, ja, du, Das ist so, das stimmt. Mann. Ist die Pizza Ja. fertig? Ich sehe gerade was anderes. Du bist hier sehr gefährlich an der Kante. Du hast die ganze Zeit die Kante vor deinem Gesicht. Wenn du da unaufmerksam bist, ne, hast du die auch ganz schnell am Kopf. Ja, gut. Wir wollen ja nicht schon wieder einen Unfall hervorrufen. Hier. Nein, kommt nicht. Wenn ich jetzt aber hier bin, geht das so. Unterm Kühlschrank, das Fach, das kennen wir auch. Das ist mit dem Klapp, das ist so geblieben. Ja. Ne, da kann man noch schön, also ich habe hier immer Schälchen stehen und habe da Zwiebeln drin und alles und Äpfel, Paprikaschoten. Das ist immer ganz gut kühl da unten. Ja, ja. Du hast ja keinen Doppelboden Ich habe keinen Doppelboden. und von daher ist das dann einer der kühlsten Plätze im Wohnmobil hier. Ne? Genau. Und ich will ja nicht immer in die Garage wetzen. Na klar, habe ich dann auch was in der Garage. Aber so das Wichtigste, was ich jetzt für den Tagesgebrauch hier haben möchte, ist dann schon da unten. Nicht immer wetzen. Und Badezimmer, wichtig. Also, Spiegel hier gibt's nicht mehr. Der ist jetzt hier an der Badezimmertür. Ups. Das finde ich aber auch nicht schlecht, wenn du im Raum stehst, dass du den Spiegel hier gleich. Außer du hast natürlich Handtücher aufgehängt, dann ist der Spiegel abgedeckt. Aber das kann ja jeder machen, wie er möchte. Ich habe ja hier noch 2 Haken für Handtücher. Auch hier diese schöne Schieferoptik. Ich finde das ja schön. Ne? Ich stehe ja auf. Ich gebe es zu, ich stehe auf dunkle Möbel. Pilzlüfter hattest du schon angesprochen. Ja. Ja, zum Duschen. Duschkabine mache ich gleich. Ach, guck mal. Wir haben diese Ablageflächen. Ich überlege ja immer gerade, du hast die Kabine zugemacht und möchtest duschen und ich muss es nachher wieder trocken reiben. Wir hatten... Das geht, glaube ich, ganz gut. Weißt du, was der Vorteil ist hier? Du kannst hier, wenn du die Sachen rausnimmst, du kannst mit einem Tuch drüber wischen. Ja. Das ist keine Schale in Genau. irgendeiner Form, das Ja. ist abwischbar. Ja, genau. Ich finde, das Waschbecken ist ganz schön klein geworden. Ja. Ganz schön klein. Es ist klein. Es ist klein. Natürlich alles schön. Ne? Hier, nee, das ist Schieferoptik. Was sage ich Ja. denn? Das ist Schieferoptik. Genau. Das ist jetzt gar nicht Nee, Schieferoptik. das ist nur so angepasst. Was mir aber bei dem Waschbecken auffällt, Ja. ne, unser Waschbecken ist ja so gewölbt. Ja, Und dieses Waschbecken ist eckig. ja. Du hast viel mehr Tiefe hier. Ja. Eine größere Fläche, die Ja. tief ist. Und du hast einen super großen Ablauf da drin. Du hast hier noch Abstellfläche, hier unten Abstellfläche. Gut, ich habe keine Klorolle mit. Ich habe keine Klorolle mit.
Das ist geblieben. Das ist geblieben. Ich weiß nicht, ob das passt. Mit der Höhe, ne? Das alte Hümer MLT-Problem, 580er, Klorollenhalter. Ja, dann musst du das Klopapier bei Hümer ordern, dann passt es auch noch. Ja, genau. Ah, ich bin gerade noch am gucken. Du, die ist beleuchtet, die Ablage. Die Ablage ist beleuchtet. Heizungsausströmer da unten, großer Spiegel. Das geht so. Ach, du kannst das Licht dimmen. Was ist denn das? Ach so, das ist Ambientebeleuchtung. Hier, die Dusche. Ambientebeleuchtung beim Duschen? Ja, Ambientebeleuchtung beim Duschen. Ach, Beleuchtung beim Duschen. ist ja cool. Hier hinten. Ja, hast du Licht. Ja. Und unterm Spiegel. Ja, das ist gut. Also Licht ist... Ach, guck mal, ein süßes Lichtchen da Fußbodenbeleuchtung. unten. Das ist so ein Nachtlicht. Ja, ja. Ja, na klar. Warte mal. Mach mal aus. Oh, jetzt habe ich alles aus. Ja, das Nachtlicht müsste ja eigentlich zentral geschaltet sein, zum Beispiel vom Bett aus. Ne? Ja, Und wenn du nachts den Weg zur Toilette suchst, dann kannst du das Nachtlicht nutzen, Nora. stimmt. Und musst nicht volle Beleuchtung anschmeißen. Schön. Das ist ein schönes kleines Detail. Ja, Auf jeden und Fall. angenehm. Ich habe noch ein kleines Detail gesehen, Nora. Ja, erzähl. Da oben. Ja, Da oben ist eine Trockenstange, eine Kleiderstange. ja. Es sind ja manchmal die kleinen Dinge, die einen glücklich machen. Ach so, das geht, das ist weich. Ich dachte, das wäre jetzt im Wege. Was sind das für Abläufe? Meine Herren. Was sind das für Abläufe? Ich weiß nicht, ob da noch oben was drauf gehört. Ich denke nicht, dass das so gedacht ist. Ich denke, da gehört oben noch eine Abdeckung drauf. Weißt du? Man guckt ja nicht da so auf die Schrauben. Ne? Ja gut, ich bin ja trotzdem noch was am Beobachten. Die Dusche ist kleiner geworden. Klare Sache, die ist kleiner geworden. Zum alten Hümer MLT 580, das sehe ich so schon. Das Lustige ist ja, ich habe ja damals mal gemessen, die Duschfläche zwischen 570 und 580 und hatte schon damals, das ist minimal, wenn wir in unserem Schwenkbad die Dusche, wie sage ich jetzt? Also, wenn wir in unserem Schwenkbad die Wand zur Seite gemacht gebaut haben, ne, ja. die Dusche gebaut haben, haben wir so viel mehr Platz in der Dusche als in dem alten 580er. Und jetzt ist sie noch kleiner geworden. So, alles klar. Wie komme ich damit klar? Ich gehe da jetzt mal rein. So, und das auch. Schuhe aus. Das Auto können wir ja nicht mitnehmen, ne? Schon verkauft. Wir sind ja hier in Bielefeld bei Palmuski. Und dieses Auto, wir gehen ja nachher auch noch raus, zeigen wir euch von draußen und wir haben Garage und so. Das ist ja noch frisch aus dem Werk mit der Hümer-Beklebung. Und dieses Fahrzeug geht noch in die RSX-Aufbereitung. Also da bin ich ja mal gespannt, was daraus wird. Ja, Palmowski baut ein Edition RSX draus. Ja. Ja. So, Falten. Ne? Diese Faltung finde ich toll. Ich liebe sie über alles. Ganz ehrlich, ich komme mit meinem Schwenkbad besser klar. So. Das ist doch nur eine Gewohnheit. So. Ich kann dir jetzt gar nicht helfen. Nee, sollst du gar musst nicht. das auch- Ich muss das alleine hier. Du bist ja auch alt genug zum Duschen, ne? So, ich habe das jetzt mal Ja. gefaltet. Da hast du noch nicht ganz richtig gemacht. Nee, was stimmt denn nicht? Meine Ecke hier, die zu mir zeigt, die muss da unten noch rein. Ja. Ja. Achso. Guck mal, du hast hier unten Kanten, ne? Ja, Und die müssen ja irgendwie aufgefüllt werden. alles klar. Bleibt das da jetzt stehen? Deine beiden Wände, die da zusammenstoßen. Ja, die bleiben stehen, nicht ganz. So, jetzt. Also ich finde es ganz schön eng. Ja, das gebe ich zu. Habe ich auch schon, er ist ja schon ein paar Mal vorgestellt worden. Und das habe ich schon gesehen in anderen Videos. Es ist sehr eng. Es ist sehr eng. Also, ja. Aber gut. Wer schlanker ist noch als ich, kommt vielleicht klar.
So, und dann machen wir das wieder fest. Und Ja, du bist in einem Fahrzeug der Weltklasse, ne? Das darfst du auch nicht vergessen. Ja. Du hast hier eine Fahrzeugbreite von 2,22 Meter. 2,22 Meter Außenbreite. Ja. Und das musst du auch alles abwischen. Oder auch Ja. nicht. Ja? Also Ja. ich bin diejenige, die das auch, bevor es wieder zusammengeklappt wird, Heizung hoch, lüften, lüften, lüften. Hier mit Dachluke. Vorsicht nur, ne? Nicht ganz weit aufmachen, sonst komme ich nicht mehr dran. Und und dann erstmal abwischen, 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 abwischen. Und also das ist nicht so meins. Gebe ich zu. Okay, Gut, ist nicht deins, Nora. Nein. Haben wir jetzt alle verstanden. danke. Nora, hier ist ja noch Stauraum. Und was für mich auch immer interessant ist, es gibt eine Steckdose in der Ecke. Hier, Ne? 230, Ja. genau, die Gummis. Ja. Nur noch eins. Ja, und da links, das ist so ein Behälter. Da kannst du was reintun. Ja. Irgendwas halt. Irgendwas. Ja. Ja. Ganz neu die Zahnputzbecherhalter In schwarz. in schwarz. Praktikabilität, Funktionalität, das ist mein Thema. Okay, Wäsche aufhängen ist super, Dachluken sind auch alle da. Jetzt in schwarz abgesetzt, schwarz, schwarz, schwarz. Schwarz ist in. Hier ist noch eine kleine Bodenöffnung Öffnung. hier mit dem... Ja, das Bad steht hier auf dem Sockel und jetzt kann man das mal richtig gut sehen. Da unten ist die Heizungsleitung. Ne? Das ist so ein Installationsboden hier, damit man an die Abläufe rankommt von der Duschwanne. Und da läuft eine Heizungsleitung lang. Und bei der Warmluftheizung, ne? Das haben wir festgestellt, das funktioniert. Ja. Du hast im Badezimmer einen warmen Boden. Hier, genau. Ich entferne mal kurz oder mache das mal kurz hoch. Entferne hier das Kissen. So, und jetzt siehst du hier eine Klappe. Dann muss ich das Kissen auch mal kurz zur Seite nehmen. Die ist geblieben. So, die kann ich jetzt, da ist jetzt ein Beinchen dran. Hier haben wir noch eine Kiste gehabt, wo man jetzt kannst du das dran klappen, nach oben machen. Und das hält magnetisch und zack, könnt ihr hier wunderbar zu zweit sitzen. Ja, nicht nur das, du brauchst ja den Platz für die beiden Gurtplätze, Genau, den Fußraum. ja. Und das war vorher etwas komplizierter. Ja. Warum haben wir im alten Modell dort Kissen hingelegt und die Polster weggenommen? Ja. Das Problem war beim Sitzen, dass dieses Bauteil hier den Platz für den, der hier auf dem Fahrersitz sitzt, eingeschränkt hat. Jetzt habe ich richtig Beinfreiheit, Ja. weil dieser Baukörper nicht da ist. Genau. Oder wegklappbar ist, so wäre Ja, es jetzt richtig. genau. Jetzt habe ich richtig Beinfreiheit. Ja. Das ist schon mal, ne? Kundenwünsche erfüllt, würde ich mal sagen. Die Wulst gibt es nicht mehr. Ach, Ja, Ja. die ist weg. Würde stören. Der Baukörper hier Küche im Küchenbereich ist rechteckiger oder eckiger geworden. Ja. Die Schräge ist weg. ja. Der Fernseher ist jetzt in der Wand integriert. Ja, hier fehlt er noch. Ja, hier fehlt er noch, der Halter ist dran. Und dieser Pushlock, der jetzt da vor dir ist, ne? Der entsichert dann den Fernseherhalter. Und dann kann ich ihn Rausziehen. rausziehen. Ja. Genau. Und auch nach hinten schwenken. Dann haben wir ja diese dolle Lampe. Psst, psst, das ist das Wichtigste an dieser Sitzgruppe. Also ich habe sie jetzt als Deckenfluter. Ja. Sie soll ja 3 Möglichkeiten zur Beleuchtung bieten. Okay. Einmal als Deckenfluter, ich habe mir das extra durchgelesen. Dann als Licht nach unten, hier auf die Zweiersitzbank. Downlight. Und Downlight und als Hängelampe. So, und da muss ich jetzt mal gucken. Aber das ist, denke ich mal, einfach. Es muss ja auch ein bisschen Spaß machen, das Wohnmobilfahren. Da muss ich das Kabel nehmen, hier drum wickeln. Dann kommt es nach vorne. Nein, Das- genau. so. Genau, ja. Alles Und dann da. Nee. Ja, ja, einfach mal rumschlingen oben, Nora. einfach mal Du rum. kannst das dann immer noch da reindrücken. So, jetzt habe ich es rumge... Ja, und jetzt schlingst du das, was nach unten geht. So. Nee, so ähnlich. Ja, das kann ich angehen, Nora. Ach so, ja, Ich habe den Stecker in der Hand. alles gut. Es funktioniert so. Ja, mach mal.
Ich habe gedacht, man macht das hier rein. Und jetzt geht man einmal da Ah, okay, erst da rein. Und Das, jetzt? das geht zur Steckdose. Ja. Ist drin? Und jetzt schau mal. Und das Kabel machen wir hier rein. Stimmt. Und jetzt hängt die auch in der Mitte. Perfekt. Alles klar. Ich habe meine Decke mitgebracht. Aus unserem Hümer. Und da ist mir was aufgefallen. Ich roll die immer zusammen und lege die dann hier unter die Panoramadachluke. Ja. Und mir ist aufgefallen, es ist schmaler geworden, die Staufläche hier oben. Das heißt, ich habe also hier in diesem Bereich mehr Bewegungsfreiheit. Du hast mehr Bewegungsfreiheit. Ja. Das wäre mir sonst gar nicht aufgefallen. Ja. Wenn ich nicht die Decke, ich kriege sie da immer noch reingepruppelt. Dann haben wir hier Jacken oder Mützen. Die Ecke ist offen. Und da ist auch wieder Filzboden. Da ist auch Filz. Filzboden drin. Hier oben nicht. Nö, aber das mit dem Filz, das gefällt mir. Ja. Und das hat ja auch eine Anti-Rutschwirkung. Ne? Wenn du Ja, da was reinlegst, genau. dann verrutscht dir das nicht so. Genau. Also Filz ist cool, Ja. mag ich. Ja. Weißt du, was ich überall sehe? Das sind diese Schienen hier, diese Elemente, wo du Dinge reinhängen kannst. Und du findest die hier auch wieder, diese Schienen. Und da kannst du auch eine Lampe reinhängen. Ja? Stimmt, ich habe Also jetzt nicht gerade die Runde hier, die meine ich gar nicht. Aber Ja. hinten am Bett, Ja. da hast du eine Lampe, die passt genau in die Führung rein. Auf beiden Seiten als Bettbeleuchtung, als Lesebeleuchtung. Ja. Und die kannst du überall in diese Ausschnitte der Schienen reinhängen. Das ist eine Montageschiene. Das gefällt mir ganz gut. In den alten Hümern ist der Kunststoff immer beige. Beige, beige, Eierschallfarben. Ja, die Ja, und ganze jetzt haben sie Verkleidung schwarz. da. Es wirkt zwar etwas dunkler, also viele sagen ja, oh, ich möchte es lieber heller und freundlicher, aber es ist ein schönerer Übergang, finde ich. Also auch jetzt so vom Fahrerhaus zum Wohnbereich. Ja, das Ganze heißt ja Farbkonzept. Ne? Ja, Und das Farbkonzept ist hier sehr stimmig. ja. Es gleicht sich schön an. Ja, Jetzt, ja. Es ist nicht dieser Bruch, Fahrerhaus, Aufbau. ja, bildet mehr eine Einheit. Ja, Gummis sind weg. Ach, da sind jetzt richtige Fächer. Da sind jetzt 2 Fächer. Ja, die kannst du auch besser nutzen als diese Spanngummis, die es früher gab. In der XXL-Variante habt ihr hier eine Bettenlänge von 2,13 Meter und auf der anderen Seite 1,92 Meter. Braucht ihr das nicht? Habt ihr hier einen durchgehenden Kleiderschrank von oben bis unten. Dann wäre hier Ende. Und ihr habt einen durchgehenden Schrank. Ja, und kannst was hängen. Ja, und dann habt ihr hier 1,92 und hier 1,91. Wenn euch das reicht. Hänge ich irgendwo fest? Ach ja, wir haben hier Tellerfedersystem, Matratzenauflagen, ja. Matratzenauflagen. Und ihr könnt den Kleiderschrank auch von oben. Guck mal, beladen. die braunen Stangen sind weg. Ich fasse es nicht. Ja, das ist ein Riesenstauraum und das ist auch einer der Stauräume, die wir bei unserem Hümer komplett super, klasse, toll finden. Weil er groß ist, weil du gut rankommst und weil er einfach perfekt nutzbar ist. Und er ist größer geworden. Weißt du Er auch ist warum? größer geworden. Ja. Ah, okay. Die Betten sind nicht mehr so angeschrägt. Ist dir das mal aufgefallen? Ja, Die ja. Schrägen vorher waren schräger. Dadurch hast du mehr Kleiderschrankvolumen. Ah, okay. Ja? Ja, du hast da ein schärferes Auge für. Und das möchte ich schnell noch zeigen. Die Hümer beheizt oder die Betten des Hümers, die sind seitlich beheizbar. Durch diese Luftkanäle wird die Warmluft der Heizung an den Betten vorbeigeführt und steigt dann an den Außenwänden hoch. Und das kannst du regeln. Du kannst hier über diesen Schieber die Luftzuführung öffnen und schließen oder verkleinern. Das ist eine sehr schöne Angelegenheit. Dann hast du eine warme Außenwand im Winter. Genau. Ich habe ja nur die Längen genannt, fällt mir gerade auf. Ja. 77er Breite haben wir.
77 breit. Beide. Gleich. Ja. Ja, ich muss ja auch hier gerecht zugehen, ne? Ein bisschen beides sein. So, was kann ich denn hier noch erzählen? Was habe ich denn hier? Das ist hinten ein Ambientelicht in diesem Filzstauraum. Hier in den Filzstauraum. Wo ist er denn? Ach, jetzt ist er da. Das ist oben Ambiente. Alles dimmbar. Und das hier. Ah ja, das ist die Deckenbeleuchtung. Alles klar. Alles dimmbar nur. Viel Beleuchtung hier im Bettenbereich. Und dann hat man hier, ach siehst du, Und diese Lampen, die du da gerade siehst, ne, die Lampen, die kannst du überall in diese Schiene einhängen, genau. ne, und also versetzen. Ach, hier haben wir noch einen Gummi. Halleluja. Entschuldigung. Was Hier siehst du? Mich stört's ja. Wir haben ja diesen Vorhang hier abgemacht. Die Schiene ist noch vorhanden hier oben. Ja. Hier hängt jetzt kein Stoffvorhang. Und dann war hier ein Loch in der Wand Ja. mit so einer Schraube und so einem Eierschal beigefarbenen. Ja. Da hinten ist es jetzt. Das Loch ist jetzt hier hinten mit diesem Gurt. Und wir sind ja schon glücklich, dass der Farbton sich jetzt Richtung Grau entwickelt hat. Ne? Und Sicher? ich würde sagen, das ist so eine Art Grauton. Es ist nicht mehr ganz so knallig beige. Ne? Und versteckt in der Ecke. Und versteckt, genau. Die Schiene ist länger geworden. Die ging nämlich vorher nur, glaube ich, bis hier. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Und jetzt kannst du den Vorhang hinter den Schrank schieben. Verstecken. Verstecken, genau. Ja, Stauraum. Jetzt ist ja die Frage, ne? Im Bettenbereich. Hinten hast du ja keine Klappen mehr. Ja. Du hast einen offenen Stauraum. Ja. Dafür hast du jetzt 4 Schrankklappen, Oberschränke, 2 rechts, 2 links. Und bei den alten Modellen war ja über dem Fenster kein geschlossener Schrank. Da war dann hier so eine offene Ablage. Ja. Oh ja, das ist natürlich ein ganzes Stück kleiner geworden. Es ne? ist kleiner geworden. Und weißt du, was ich hier sehe? Hier sind auch die Filzböden drin. Die würde ich rausnehmen. Ich finde die gut, die Filzböden. Ja, Nora. hier im Kleiderschrankbereich würde ich sie, glaube ich, rausnehmen, weil ich kann es, wenn ich jetzt hier ein Ach, weil Pullover... das dann nicht mehr so rutscht. Ja, da Okay. darf es rutschen. Ich habe nämlich vorgesorgt. Ich habe meinen Rucksack mit. Ja. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So, Rucksack mit Pullover. Das muss ich wissen. Das muss ich wissen. Was haben wir denn hier? Ein Geschirrhandtuch. Dann habe ich hier, ach, das habe ich hier gar nicht. Jacke. Und noch ein Pullover. Zack. Geschirrhandtuch tue ich wieder rein. Brauchen wir jetzt nicht. Ich wollte das wissen. Natürlich, ich hatte hier eine offene Arbeit. Ich habe eine kleine Öffnung. Durch diese Scharniere hast du auch ein Problem zu beladen. Da wird es noch schmaler. Also, wie mache ich das? Ich habe einen schönen Pullover, gerade jetzt mal vom Bertel ein. Jetzt noch einen Winterpullover, die können ja jetzt einsägen bei Bett. Ich mag da nicht hängen bleiben und mir vielleicht noch irgendwelche Fäden ziehen. Ja. So, man müsste ihn ein bisschen verkleinern. So, guck mal. Jetzt muss ich hier, ich komme hier schon, habe ich ein Problem. So, jetzt mache ich den mal dahin. Wie viel kriege ich da rein? Weiß ich noch nicht. Na gut, ich kriege Ja, da noch mal. du hast jetzt schon ein Problem, nach oben zu kommen, weil oben wäre ja eigentlich noch Stauraum, Ja. weil das Scharnier da ist. Ne? Ja, Das stört dich, behindert dich. Ja. So, jetzt habe ich mal hier noch so eine alte Fließjacke. Ich will es ja einfach nur mal wissen. Wie ist das Verstauen? So, was kriege ich da rein? So, ich könnte vielleicht, ich würde umdisponieren. Da man muss sich ja immer irgendwie anpassen. Es ist ja nun mal keine Manufaktur. Es ist eine Serienhersteller. Serienhersteller. Und dann muss ich umdisponieren. Das heißt, ich würde schöne Dinge, die farblich vielleicht auch ganz gut zu dem Raum passen, hier jetzt lagern. Also hinten vielleicht schöne Handtücher, Zum schöne Beispiel Bettwäsche, Decken. Decken. Und solche Sachen und vielleicht auch Pullover, dann werden sie immer gleich gelüftet. Stimmt, auch nicht schlecht. Jeanshosen, Unterwäsche da rein. Ich habe ja hier, also ich würde ohne Backofen nehmen, ich bräuchte den Stauraum da. Und das kriegt man schon irgendwie gebacken. Und Bertel würde mir dann eine Kleiderstange noch in der Garage bauen, logisch.
Keine Frage, Nora. Keine Frage. So sieht das aus mit dem Verstauen. Aber das möchte ich noch mal hinten wissen. Ja, hier habe ich das, hier hat sich auch was verändert. Sag ich gleich. Na, hier kriege ich doch ganz gut Pullover auch rein. Muss man sehen. Nun weiß ich nicht, wenn man sie stapelt, ob es beim Fahren, weil hinten schwingt es ja immer etwas mehr. Ob die rauswandern? Ob die rauswandern. Dachluke, alles klar. Was fehlt, ist ein Ablagefach. Hier hinten. Das Fenster ist viel schmaler geworden. Ihr liegt nicht mehr direkt in dem Rollo. Ja, immer dieses Problem, dass sie sich hier irgendwie aushaken an der Seite. Das ist natürlich nicht mehr gegeben. Ihr habt hier unten diesen Schutz. Du hast durch die Wandverkleidung, die jetzt neu ist, hast du ja auch einen gewissen Abstandshalter, ne? Natürlich, natürlich. Was anders geworden ist, du hast diese Schraubaufsteller. Du Ja, hast nicht mehr die automatischen Aufsteller, Ja. oder die mit der Rastung, sondern du musst diese Aufsteller fixieren, ne? ja. Mit der Schraube dort. Also das heißt, wenn ihr sie aufstellt, seht ihr ja, ne? Ja, dann klappen sie wieder zu. Das ist wie bei den Panoramadachluken teilweise, ne? Dass man sie dann festschrauben muss und dann ist das Fenster auf. Ich finde das hat was, diesen Schwung in der Ecke Das ist zwischen schick gemacht, Wand und Heckwand, finde ich schön. Das ist Sehr schön. einfach schick gemacht. Okay, vielleicht kann man da noch Kleinigkeiten reintun. Ein Handy könntest du da reintun. In der zweiten Stufe ist eine Treppe, wenn ihr euch das Bett hier verbreitert und verlängert. Im Endeffekt, damit ihr auch noch ins Bett kommt. Hochziehen, hochziehen, hier rüber. Das Und Beinchen noch nach vorne. Das Beinchen noch nach vorne und dann das wieder runterklappen, sonst fällt man da rein. So, Dann hast du praktisch einen Treppenaufgang zum Bett. das sieht dann nachher so aus im Endeffekt. Ja. Das ist eine Revisionsklappe, also Ja. das ist damit du da an die Leitung rankommen kannst. Ja gut, du könntest das dir schon zurecht machen, ne? Für Schmutzwäsche, Genau. Lager, Schmutzwäsche. Wie sagt man denn? Wäscheabwurf. Das könntest du dir als Wäscheabwurf fertig machen da. Ja, warme Dreckwäsche. Ja, die ist dann immer gleich, wird warm gehalten, ne? Ja, dann schimmelt sie auch nicht, Nora. Genau. Es ist doch beige. Jetzt geht's zur Garage. Ein Blick in den Gasstauraum, der ist jetzt mehr geworden als nur Gasstauraum. Hier unten ist ausreichend Platz für 2 5 Kilo Gasflaschen. Geheizt wird ja mit Diesel, da braucht er nicht so viel Gas. Und hier oben könnt ihr noch eine Ersatzkassette für die Toilette unterbringen. Und das, was hier an der Seite hängt, das ist ein Abwasserschlauch, ja, zum Entsorgen eures Abwassers. Der Abwassertank wird hier mittels eines elektrischen Ventils geöffnet. Hier ein Blick unter die Sitzbank. Dort findet ihr die elektronische Steuereinheit. Das ist der Elektroblock EBL 402 von der Firma Schaut mit Zugang zu den Sicherungen. Die Absicherung des Landstroms und des Wechselrichters für 230 Volt befindet sich hier auf der linken Seite. Das Kleine, was wir hier in der Ecke finden, das ist das Frostwächterventil. Viel interessanter ist der Bereich hier unten. Das ist wirklich was Neues. Das ist das Hymer Smart Batteriesystem 2.0. Hier sind 4 Lithium-Akkus verbaut, die euch insgesamt eine Leistung von 320 Ampere-Stunden zur Verfügung stellen. Und diese ganzen kleinen Geräte, die hier eingebaut sind, die blauen, die sorgen dafür, dass eure Aufbaubatterien während der Fahrt und mit Landstrom aufgeladen werden. Ach, da ist mir was aufgefallen, Nora. Ja. Bei dem MLT 580 befindet sich jetzt der Einfüllstutzen für Frischwasser auf der Fahrerseite und der Auslass des Abwassertanks befindet sich auf der Beifahrerseite. Das kann dazu führen, dass, wenn ihr an einer Fähr- und Entsorgungsstation steht, das Fahrzeug einmal drehen müsst. Einmal zum Frischwassertanken und einmal zum Ablassen des Abwassertanks. Das ist nicht ganz so ideal. Die Garage des 580er ist natürlich unschlagbar. Groß. Ja, auf jeden Fall. Hier kannst du reichlich Fahrräder einladen. Ja. Du solltest nur immer darauf achten, dass du die Garage nicht überlädst,
Du musst dabei auf die Traglast der Hinterachse achten. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Wie bei Hümer üblich, Zurschienen, das sind Zwangsbelüftungen für die Garage. Ja. Die findest du ja, wie gesagt, überall. Und das ist die Befestigung des Ersatzrades, Ja. das hier beim Allrad auf der Rückwand des Fahrzeuges befestigt ist. Natürlich gibt es eine Dusche, eine Außendusche, warm und kalt. Eine 12-Volt-Dose und zwei 230-Volt-Dosen sind hier auch verbaut. Die Garage ist beheizt, logisch. Heizungsausströmer. Und hier hinter befindet sich der Frischwassertank. Auf der rechten Seite die Reinigungsöffnung und auf der linken Seite mit dem blauen Rad, da ist die Tauchpumpe drunter, die euren Aufbau mit Frischwasser versorgt. Und mit dem Rad, das ihr dort sehen könnt, wird der Frischwassertank auf die Fahrstellung 20 Liter eingestellt. Und man benutzt das Rad auch dazu, den Tank ganz zu öffnen, wenn man ihn komplett entleeren möchte. Ein Aufdruck auf dieser Klappe beschreibt euch nochmal die Stellung der Rändelschraube für die Fahrwasserstellung und die komplette Entleerung. Die Farbe schwarz von innen geht natürlich draußen weiter. Die Leiter ist in schwarz. Die Dachreling, ne? Ist die auch in schwarz? Die Dachgalerie ist auch Oder schwarz. Dachgalerie. Schwarze Galerie, im Heckbereich das schmale Fenster und vorne das breitere Fenster. Genau. Das kommt natürlich richtig gut. Daten und Fakten. Der Hümer MLT 580 hat eine Länge von 6,98 Meter, eine Breite 2,22 Meter und eine Außenhöhe ungefähr 3 Meter, je nachdem, was ihr dann für eine Bereifung natürlich drauf macht. Jetzt ist die Angabe bei ungefähr 3 Meter. Frischwassertank 120 Liter, Abwasser 100 Liter, isoliert und beheizt. Die Masse im fahrbereiten Zustand. Das ist ganz schön kompliziert bei Hümer, da jetzt einen Wert zu bekommen. Wir haben uns für einen Mittelwert entschieden. Das variiert ja auch je nach Ausstattung und was ihr noch rein und hier und jenes noch anpappt ans Auto. Also Mittelmaß bei 2916 Kilo. Das war auch eine Angabe von Hümer im Das war Konfigurator. Genau. Wer das ganz genau für sich berechnen möchte, der findet im Tool, im Konfigurator auf der Hümer-Seite eine sehr gute Hilfestellung, weil dort auch die Gewichte addiert werden, wenn du den Wagen, ne, wenn du jetzt sagst, ich nehme eine Markise, ich nehme einen Fernseher, dann addiert der Konfigurator die Gewichte. Ja, Nora, das Auto, das hat uns jetzt ja doch ein bisschen nachdenklich gestimmt, ne? Wie ist denn dein Fazit zur Praktikabilität? Ich meine, du bist ja die Profi-Packtante. Die Profi-Packtante. Hinten für mich, gewöhnungsbedürftig mit den kleinen Öffnungen beim Oberschrank. Natürlich Kopffreiheit, ich habe viel mehr Freiheit, mich im Bett zu bewegen. Klare Sache. Das ist halt eine Umstellung, ne? Das ist halt so von alt auf neu. Möbelfolierung, meiner Meinung nach besser Ja. als beim älteren Modell. Macht einen guten Eindruck. Also so von der Haptik, Optik, auch der Tisch. Der Tisch Ja. beim älteren, glaube ich, auch sehr kratzempfindlich. Ja, der ist so grau. Ja. So grau und wenn Sehr du da nur so ein kratzempfindlich. bisschen mit dem Sandkorn drüber gehst, Ja. hast du sofort einen hellen Kratzer drin. Also das ist hier eine ganz andere Anmutung, ne? Die Tischplatte auf jeden Fall. Ich finde den Wagen sehr wohnlich. Ich finde, der ist wohnlich geworden. Sehr wohnlich, ja. Und damit kannst du dann auch mal Gäste einladen, ne? Ja, man kann hier zu zweit auf der Bank sitzen. Schnell, Okay, ja. hochgeklappt, zack, buff, Ja. fertig. Die Beinfreiheit hat sich erheblich verbessert auf dem Fahrersitz, wenn du den umdrehst, hier unterm Tisch. Das finde ich einen sehr großen Fortschritt. Die Schubladen. Es sind zwar 2 große Schubladen anstatt 3, also gut, die eine hat ja noch innerhalb eine Schublade. Das Problem mit der Schräge, ich habe keine Ahnung von Statik oder Schubladenbau. Wir hatten das Gefühl, dass sie doch sehr wackeln. Sie wackeln nicht. Vielleicht auch dadurch, dass der Küchenbereich oder Küchenblock nicht mehr angeschrägt ist, die Aufhängung hier anders ist. Ja, du hast ja jetzt einen quadratischen Kasten. Ja. Ne?
Und bei uns war beim alten Modell ist das angeschrägt gewesen. Ja. Das ist natürlich nicht so hilfreich für die Verriegelung der Schublade. Ja. Das gefällt mir hier auch erheblich Ja. besser. Ja. Auf jeden Fall. Das Thema Batterie, also Smart Batteriesystem. Nur noch Punkt Lithium. 2. Genau. Das ist natürlich Knaller. Bis 320 Ampere-Stunden hoch. Du hast hier einen Ladebooster drin. Bis 70 Ampere lädt der während der Fahrt. Auf dem Dach hast du Platz für Solarplatten, die du noch ergänzen kannst. Das ist ein sehr ausgeklügeltes Energiesystem, auf jeden Fall. Und das noch im Zusammenhang mit Kompressor, Kühlschrank und Dieselheizung. Das ist stimmig. Und wer die Lampe nicht mag, kann sie ja abnehmen und hat da oben noch einen Staub und kann da oben noch einen Pullover drauflegen oder eine Jacke. Ja, Das ist Spielkram. ja, die So ein Lampe ist bisschen. jetzt wirklich so ein kleines Beiläuft. Gimmick. Ja, genau. Viel interessanter finde ich das Steuerungssystem mit dem Panel, ne? Den Touchscreen. Ja. Der kann so viel. Das ist echt klasse. Da macht diese digitale Welt Spaß. Ne? Ist ja nicht immer so mein Ding, das Digitale. Der Kleiderschrank ist quadratischer etwas geworden, dadurch, dass die Bettenschräge vorne beim Zugang etwas Ja, weggefallen ist. ja. Die ganze Möbelanordnung, die Korpusse, ja, die sind eckiger geworden. Du hast dieses Rundliche nicht mehr drin, diese Abrundung. Und ich finde ja eckig, quadratisch praktisch gut, ne? Wie so eine Tafel Schokolade. Ich finde es gut. Du kannst es ja auch besser stauen. Ja. Ja, der Küchenbereich ist gut. Ja. Und bis auf die Arbeitsplatte, da bin ich jetzt nicht so mit Die einverstanden. Kante bei der Spüle. Ja, die Einfassung der Spüle ist nicht so ganz meins. Ne? Aber ansonsten ist es eine ganz andere Anmutung. Ja. Die Verkleidung überall, das ist jetzt zeitgemäß, dass man nicht auf die Fensterrahmen schaut, dass da eine Verkleidung vor ist. Das ist einfach stimmig, das passt. Und auch, guck mal hier, wir gucken gerade auf die Eingangstür, ja, dass dieses Mückenplissé, dass das verschwindet. Ne? Du guckst nicht auf den Rahmen, der um die Tür rumläuft. Das ist alles schicker gemacht. Das hat schon was. Ne? Ja, das Bad Ja. ist mein Problem. Jetzt frage ich mich, natürlich, das ist ja immer diese Geschichte Trenntoilette, nicht Trenntoilette. Würde man von vornherein dann ein Bad konzipieren für den 580er mit einer Trenntoilette, Ja. die ja doch auch vom Raum oder vom Platz, was braucht sie an Platz? Weniger als eine Banktoilette. Ja. Wie könnte man das Bad konzipieren mit einer Trenntoilette? Das wäre nicht schlecht. Ja, ich kann aber Dusche auch. ist eng, die ist klein, die ist kompliziert mit diesem Faltding. Ja. Finde ich. Ich kann die Hersteller, die Serienhersteller oder Großserienhersteller verstehen, dass sie das Thema Trockentrenntoilette noch nicht so richtig aufgreifen möchten. Das liegt aber auch an der Kundennachfrage. Wir haben ja nun auch reichlich gehört, wenn wir unterwegs sind und mit anderen Campern gesprochen haben, bleibt mir bloß weg mit einer Trockentrenntoilette. Da gibt es so viele Argumente für und dagegen, Ja. dass man nachher gar nicht mehr weiß, was der richtige Weg ist. Ja. Entscheidender finde ich die Geschichte mit der Heckgarage, mit dem riesengroßen Stauraumangebot und der Problematik der Beladung. Ja, es gibt doch mit Sicherheit technische Möglichkeiten, dass ein Großserienhersteller die Achslast der Hinterachse höher setzen kann. Optional, das bezahle ich auch gerne, ab Werk. Aber warum macht ein Hersteller, das ist jetzt mal so meine Frage, warum können die Hersteller nicht die Achslasten schon gleich mit... Das habe ich ja gesagt. Ach so. Das habe ich mich ja gefragt. Ein Großserienhersteller ist doch so dicht am Fahrzeug, am Basisfahrzeughersteller dran. Warum können die denn nicht die Option anbieten, ab Werk, ich habe ja gesagt, ich bezahle das ja auch gerne, mach mir die Traglast, erhöhe mir die Traglast der Hinterachse, erhöhe mir die um 400 Kilo, wie auch immer. Ich bezahle da gerne 1000 Euro für, wäre ich wirklich bereit. Es gab Zeiten, da hast du ja für die Gutachten schon so viel Geld bezahlt. Nur, ne? Ich würde mir einfach ab Werk eine höhere Traglast für die Hinterachse wünschen, die ich direkt in meiner Konfiguration zubuchen Ja, kann. das stimmt. Dann klappt es auch mit der Zuladung. Ja. Nora, wie immer zum Schluss die Frage, was kostet denn der Spaß? Wir haben hier einen Grundpreis ohne Allrad als 3,5 Tonner mit 150 PS.
Der liegt bei 104.900 Euro. Mit Allrad. Da kommen dann noch ein paar Ausstattungsmerkmale dazu. Kostet das Fahrzeug Grundpreis 124.235 Euro mit 190 PS. So, jetzt pass auf, Nora. Ja. Mit diesen, was hast du gesagt, runden 125.000 Euro. Ja. Ein Allradsprinter, 190 PS, 4,1 Tonnen, mit einer Kabine drauf, also ein teilintegriertes Kabinenfahrzeug mit knapp unter 7 Meter Länge, wirst du am Markt zu dem Preis nicht finden als Einstiegspreis. Ja. Das ist doch der Punkt. Und das macht dieses Fahrzeug auch so beliebt. Natürlich kann ich Optionen wählen und den Wagen ausbauen und machen und tun, ausstatten, wie mir das alles gefällt. Das kannst du aber mit jedem Wohnmobil machen. Du kannst bei jedem Wohnmobil den Preis unendlich in die Höhe schrauben. Das ist kein Problem heutzutage. Aber wo findest du einen teilintegrierten in der 7-Meter-Klasse mit Allrad auf Sprinter für 125.000 Euro? Ja. Wirst du nicht finden. Nein. Das ist auch das Thema, das können wir ruhig mal anschneiden, warum wir wieder zu Hümerz zurückgekehrt sind. Ja. Wir haben wirklich uns überlegt, wir hatten ja nun, die ganze Geschichte mal, wir sind den 580er gefahren, Tür hat uns gestört, Buff abgegeben, dann sind wir ein bisschen was anderes, haben ausprobiert. Dann haben wir überlegt, oh, der Sprinter, der hat uns gut gefallen, der macht Spaß, ja. Und wir haben Zeit und wir möchten das gerne wieder und haben angefangen zu gucken. Ich weiß nicht, was wir gegoogelt haben, was Tage wieder gebraucht und zack, wir sind wieder bei Hümer gelandet. Ja. Ach, ich habe was ganz Wichtiges noch vergessen. Die Isolierung, wo wir gerade mal darüber reden, ja auch. Die Isolierung des Bodens beträgt 41, die Wände aus, also Seiten und Dach 34 Millimeter. Millimeter, ja. So. Es gibt Manufakturen, bei denen Ja. bezahlst du für so ein Auto in der Größe mehr als das Doppelte. Eben. Und die haben 30er Wände. So. Hallo? Da kommst du ins Grübeln. Und dann fragst du dich, brauche ich wirklich ein Auto für ganz viel Geld? Oder komme ich mit so einem Werkssprinter von Hümer nicht genauso weit? Ja. Und das ist der Punkt. Und das macht die Beliebtheit dieses Modells aus. Ja, hat uns ja auch überzeugt. Ja. Wir sind keine Hardcore-Fahrer. Wir wollen Spaß haben und jeder kann sich das auch individualisieren, indem er andere Kissen reinmacht, andere Vorhänge, wenn er noch, oder ich habe keine Ahnung, Bettwäsche, Handtücher. Du kannst das Teppich, du kannst das variieren, du könntest ja hier sogar vielleicht eine andere Lampe hinhängen. Nora, es gibt Ne? noch eine ganze Industrie, Ja, die sich damit beschäftigt, mit Serienfahrzeuge aufzurüsten, Genau. aufzuwerten, zu verschönern, Ja. mit Felgen, mit diesem, Genau. mit dem. Das kannst du doch alles bekommen. Das ist doch dann deine individuelle Entscheidung. Genau. Aber im Grundpreis bleibe ich dabei. Das hier ist ein Preis-Leistungssieger in der Allradklasse. Auf jeden Fall. Das Volks-Weltreisemobil. Ja. Ja. Ist doch so. Ja, auf jeden Fall. Stimme ich dir komplett zu. Und das hier, dieses Auto ist ja schon verkauft. Ja. Und das Auto, das ist das Auto, das dem Wolfgang gehört. Und Wolfgang ist so einer, der hat sich an die Firma Palmowski gewendet und gesagt, Mensch, Jungs, ich möchte aber nicht nur so ein Hümer von der Stange, so ein MLT 4x4, macht mir den mal schick. Dieser Wagen geht jetzt in den Umbau. Aus diesem Fahrzeug wird ein RSX, ein Edition RSX. Und da sind wir mal ganz gespannt, wenn der Umbau fertig ist, wie dieses Auto aussehen wird. Was bekommt er? Wir wissen es nicht. Ja? Leder, Folierung, Seilwinde, Schnorchel, keine Ahnung. Und da sind wir schon mächtig gespannt, wie Wolfgangs Auto demnächst aussehen wird. Und wir kommen zurück, schauen uns das an. Ich bin die ganze Zeit, ganz ehrlich, hinten bei den Schränken. Die gehen mir nicht aus dem Kopf. Die Ja. gingen mir schon vorher nicht aus dem Kopf. Du bist gewohnt, diese riesen Kisten Ja. über deinem Knie und über deinem Kopf hängen zu haben. Ne? Stopfst du rein, ohne Ende, bis Oberkante, null, alles nichts mehr geht. Ja, das ist und jetzt komme ich hier rein Ja. und ich bin, ganz stimmt. ehrlich, das ist... Das stimmt, das ist dein größtes Problem. Das ist mein größtes Problem. Der Stauraum hinten, Oberschränke, offener Heckschrank,
Das ist sparsamer geworden. Es ist definitiv sparsamer geworden. Und wir sind ja der Meinung, du kannst in so einem Fahrzeug leben. Ne? Ja. Wir machen es ja. Ja, geht. Und unser ist der 570, der ist ja Crossover, ist ja noch ein kleines bisschen kürzer. Kürzer. Und das funktioniert. Ja. Mit großen Schränken. Mit großen Mit Schränken. Barockschränken. Barockschränken. Natürlich finde ich toll, diesen neuen Stil. Ich finde, das gefällt mir wirklich gut. In diesem Sinne, Ja, habt eine wunderbare Zeit lasst es euch gut gehen. und wir sehen uns. Bis die Tage. Bis die Tage. Tschüss. 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 Tschüssikowski. Habe ich jetzt zu viel erzählt? Nora, du könntest noch stundenlang, ich kenne dich, du könntest noch stundenlang über Schränke sprechen. Ich habe mich ja bei der Elektrik oder Elektronik mit den Lithiumbatterien schon kurz gefasst. Aber wenn du jetzt nochmal anfängst mit den Schränken, ach Mensch, vorne gibt es Remi-Plissé. Meinst du, ich kriege hier einen Kaffee? Oh, ich brauche jetzt auch einen Kaffee. Also, bis die Tage. Ja.